In diesem Video möchten wir uns einmal anschauen, wie man diesen Indikator hier automatisch handeln kann. Es handelt sich um den Fractal Adaptive Moving Average Indikator. Das ist diese blaue Linie hier. Wir haben hier bereits eine erste Position vollautomatisch eröffnet und wir möchten jetzt einmal schauen, wie man einen Expert Advisor programmieren kann, der in der Lage ist, auf dem Chart diese Kaufen- und Verkaufen-Signale auszugeben und Positionen automatisch zu eröffnen. Um das zu tun, klicken wir im MetaTrader auf diesen kleinen Button hier oder drücken die F4-Taste. Das öffnet dann hier den Meta-Editor und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler, IFRAMA Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden. Auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Und wir beginnen damit, dass wir mittels Include die Datei trade.mqh importieren. Die bringt einige Handelsfunktionen mit sich und wir erstellen von der Klasse cTrade, die in dieser Datei enthalten ist, eine Instanz mit dem Namen Trade. In der OnTick-Funktion berechnen wir zunächst den Ask-Preis. Das geht mittels SymbolInfo-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und wir nutzen Symbol-Ask, um den Ask-Preis zu berechnen. Die Funktionen NormalizeDouble und _Digits sorgen dafür, dass die Anzahl von Ziffern nach dem Dezimalpunkt richtig berechnet werden, denn das ist je nach Währungspaar unterschiedlich. Da wir in beide Richtungen handeln möchten, brauchen wir auch noch den Bitpreis. Den ermitteln wir genauso, allerdings nutzen wir diesmal Symbol-Bit. Für unser Signal erstellen wir eine gleichnamige Variable, die ist vom Typ String, damit sie Textketten aufnehmen kann. Aber im Moment weisen wir noch keinen Wert zu. Mit MQL-Rates erstellen wir uns ein Preisarray. MQL-Rates ist eine Funktion, die die Information über die Preise, das Volumen und den Spread der Kerzen aufbewahrt. Unser Preisarray sortieren wir jetzt mit ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze an abwärts. Danach nutzen wir CopyRates für das aktuelle Währungspaar und die aktuell auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit, um unser Preisarray von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen mit Preisdaten zu füllen. Jetzt brauchen wir noch ein Array. Das ist für unseren Expert Advisor und bekommt den Namen FRAMA Array. Für die Definition nutzen wir die in MQL5 eingebaute Funktion IFRAMA für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir berechnen unseren Expert Advisor anhand von 14 Kerzen. Wir nutzen keine Verschiebung und ermittelt wird das Ganze anhand der Schlusskurse. Wenn Sie sich hier einmal mit der rechten Maustaste die Eigenschaften anzeigen lassen, dann sehen Sie auch hier 14 Kerzen, Verschiebung ist 0 und Anwenden auf Close-Preis. Das ist genau das, was wir auch hier verwenden. Auch dieses Array sortieren wir wieder von der aktuellen Kerze an abwärts mit ArraySetAsSeries und mit CopyBuffer füllen wir jetzt unseren FRAMA EA anhand der Definition, die wir oben getroffen haben, für Buffer 0, das ist diese blaue Linie hier, von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen mit Daten, die wir in unserem Array abspeichern. Nun berechnen wir den letzten Wert. Das tun wir, indem wir auf Kerze 1 in unserem Array zugreifen und wir möchten verkaufen, wenn der FRAMA-Wert über dem letzten Kerzenhoch liegt. Wenn also der FRAMA-Wert größer ist als der Höchstpreis von Kerze 1 in unserem Preisarray, dann möchten wir gerne verkaufen und weisen den Wert Verkaufen unserer Signalvariable zu. Umgekehrt ist der FRAMA-Wert kleiner als unser tiefster Preis von Kerze 1 im Array, dann möchten wir gerne kaufen und weisen den Wert Kaufen unserer Signalvariable zu. Und wenn unser Signal dem Wert Kaufen entspricht und Positions Total uns einen Wert von kleiner 1 zurückliefert, mit anderen Worten, wenn wir keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen.
Andernfalls, wenn unser Signal den Wert kaufen hat, wir ebenfalls keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir noch eine Chartausgabe. Das macht der Command-Befehl, der gibt uns den Satz, das aktuelle Signal ist, gefolgt von unserem ermittelten Signal direkt auf dem Chart aus. Bitte nicht die letzte schließende Klammer hier vergessen. Jetzt können Sie hier auf Kompilieren klicken oder F7 drücken. Das sollte dann ohne Fehler und Warnungen abgehen und in dem Fall können Sie hier oben klicken oder F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir die Datei Simpler iframa Standalone EA aus, markieren hier die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und da haben wir auch schon den ersten Trade eröffnet. Unser Expert Advisor funktioniert, gibt hier oben Kaufen und Verkaufen Signale aus und eröffnet eigenständig Positionen. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen Expert Advisor für den Fractal Adaptive Moving Average automatisieren können und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.